Okay. Im letzten Video hatte ich ja schon mal etwas angekündigt, dass wir uns ein bisschen mehr mit den Berechnungen bzw. der Wissenschaft hinter dieser Triebwerk auseinandersetzen wollen. Und in diesem Video soll es ein bisschen um den Radialverdichter gehen, den ihr hier seht. Die Fotos haben wir gemacht, weil wir einige Winkel ablesen mussten bzw. messen mussten. Diese Winkel brauchen wir nämlich nachher, um Geschwindigkeitsdreiecke zu zeichnen. Geschwindigkeitsdreiecke sehen ungefähr so aus. Das rote ist der Laufradaustritt und das grüne ist der Laufradeintritt. Diese Geschwindigkeitsdreiecke braucht man, um die Geschwindigkeiten, damit auch Leistungen berechnen zu können und vor allen Dingen auch geometrische Größen wie Winkel haben zu können, zum Beispiel Alpha 2. Das wäre zum Beispiel der Winkel, in dem man die Keilschaufeln im Diffusor mehr oder weniger anstellen müsste. Wenn wir uns das dann hier mal anschauen, hier haben wir eine kleine Excel-Tabelle gemacht, da wir den Zustand 2, das ist der Zustand nach dem Impeller, also nach dem Radialverdichter, berechnen wollten. Genau, wir haben diese Tabelle hier gemacht und hier haben wir oben einige geometrischen Größen eingegeben. B2 ist zum Beispiel die Schaufelhöhe. D2 ist hier nicht ganz eindeutig, weil wir ein bisschen diese Tipps haben, die über den eigentlichen Teller da hinausgehen. N ist die Drehzahl, quasi die wir als Betriebsdrehzahl gewählt haben, 120.000 Umdrehungen. Z die Schaufelanzahl. Beta S ist der Beta-Stahlwinkel. Und das ist der Winkel. Beta 2S ist quasi der gemittelte Winkel, in dem das hier hinten abströmt. Also hier so dieser Schaufelendungen folgt. Ja gut, Kappa ist Kappa. Ja, ist auch klar. CP sollte klar sein. Totaltemperatur. Eta-Impeller, also Wirkungsgrad vom Impeller ungefähr 0,88. Genau, der Rest ist erstmal uninteressant. Die Berechnung haben wir iterativ gemacht, da im Prinzip die Gleichungen nicht linear sind und nicht so einfach zu lösen sind. Das heißt, man muss ganz klar, Massenstrom muss man vorgeben hier. Da komme ich vielleicht, wenn ich Zeit habe, später nochmal drauf zu sprechen. Dann kommt U2. U2 setzt sich ganz klar einfach zusammen aus der Drehzahl und dem Durchmesser, ist ganz klar begrenzt. C-Slip ist mehr oder weniger eine Abschätzung, beziehungsweise so ein Erfahrungswert. Der setzt sich zusammen aus der Umfangsgeschwindigkeit, Schaufelanzahl und Beta-Stahl. Und zwar ist C-Slip eine Umfangskomponente, eine Geschwindigkeit parallel zur Umfangskomponente U2, um die Geschwindigkeit nicht dem Idealen folgt. Also quasi so ein bisschen Verlust beziehungsweise nicht ideale Strömung. Dann wählt man mehr oder weniger beliebig einen Anfangswert für CO2. CU2 ist die Komponente von C2 parallel zu U2. Genau. Aus CU2 kann man aus geometrischen Bedingungen über den Beta-Stahlwinkel und das C-Slip CM2 berechnen. Das ist dann die vertikale Komponente, nenne ich es mal. Aus den beiden kann man dann, oder aus CO2 und U2 berechnet man die spezifische Enthalpieerhöhung im Verdichter. Und daraus kann man mit weiteren Funktionen die Total Pressure Ratio im Impeller berechnen. Daraus folgt dann wiederum, oder nicht daraus direkt, aber auch aus dem Delta Enthalpieerhöhung im Verdichter folgt die Totaltemperatur T2. Damit und den Geschwindigkeiten kann man dann mit der Totaltemperatur und den Geschwindigkeiten kann man die Temperatur 2 berechnen. Daraus wiederum die Machtzahl. Ich hoffe, dann sieht man immer durch diese Farben, die hier eigentlich Excel ganz gut machen, wo so ein bisschen die Zusammenhängung von was abhängt. Relative Machtzahl, genau. P2 ist dann der statische Druck. Berechnet sich natürlich auch aus dem Totaldruck und Machtzahl. Die Dichte wird dann auch daraus berechnet. Dann berechnen wir ein neues CM2. Das heißt, das ist quasi dieselbe Einheit, dieselbe Geschwindigkeit, die wir hier vorne schon mal hatten. Das ist dieselbe, nur neu berechnet, womit wir ein neues CU2 berechnen können. Das folgt direkt aus den geometrischen Bedingungen, wie wir das vorher hier gemacht haben, nur verkehrt herum. So, und dieses CU2 neu ist dann der Wert, den wir hier einsetzen. Das sieht man auch sehr gleich, sind 122,40. Dann läuft man das wieder durch und wieder und wieder und wieder. Und hier sieht man das Residuum, quasi die Abweichung. Und man sieht, dass es gegen einen recht eindeutigen Wert konvergiert.
Das heißt, das wäre quasi eine Näherungslösung des Gleichungssystems, beziehungsweise man könnte schon sagen, dass das ist die Lösung. Also wenn man das jetzt nicht auf, weiß ich nicht, wie viel Nachkommastellen genau haben will. So, und mit den Werten, die wir unten raus haben, CO2, CM2, C-Slip, was ja immer noch feststeht, und U2, könnten wir jetzt wiederum diese Geschwindigkeitsdreiecke zeichnen, was schon mal eine ganz große Hilfe wäre. So, dann hatte ich ja eben schon mal angekündigt, dass mit dem Massenstrom, das hier vorne eigentlich so eine Sache ist, dass wir uns da gar nicht so genau sicher sind. Und das ist auch ein Riesenproblem, was wir schon seit über einem halben Jahr haben, was wir immer noch nicht wirklich lösen konnten. So, normalerweise kann man den Massenstrom aus einem sogenannten Kennfeld ablesen. Das ist jetzt einfach mal ein typisches Kennfeld für einen Radialverdichter. Da wir aber einfach nicht wissen, was wir für einen Radialverdichter haben, wir haben den damals irgendwo im Internet bekommen und auch die Firmen, die normalerweise nicht einfach so hergeben, müssen wir uns quasi das so ein bisschen nachbasteln und dazu haben wir uns was überlegt. Was jetzt unser aktueller Ansatz ist, wie wir auf diese Zahl gekommen sind, ist, dass wir die Umdrehungen hier, die RPM, die einfach mal vorgeben, daraus dann die Geschwindigkeit an Gehäuse und Narbe berechnen. Prinzipiell berechnen wir alle Zustände in Zustand 1 an Gehäuse und Narbe. Was heißt Gehäuse und Narbe? Gehäuse und Narbe, hier wäre quasi die Gehäuse, weil hier ist quasi außen das Gehäuse dran, dieser Winkel hier, den man hier so ungefähr ablesen kann. Und Narbe ist hier, das ist die Narbe, das wäre ungefähr dieser Winkel, der dann hier so abströmt. Man hat das in unterschiedliche Winkel, das sieht man. Daraus resultieren aus der Umfangsgeschwindigkeit und den Winkeln dann unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten kann man hier berechnen. Das ist dann CM1, Temperaturen. Man hat unterschiedliche Machtzahlen, unterschiedliche Drücke, unterschiedliche Dichten. Das heißt, wir haben jetzt hier mal einen Massenstrom am Gehäuse und an der Narbe. Das ist im Prinzip, das Blaue ist ja die Gehäusemassenstrom, der ist immer weniger als der Narbenmassenstrom. Es ist auch so, dass der Gehäusemassenstrom, der blaue, der ist niedriger, der ist auch eher für die niedrigeren Drehzahlen ausgelegt. Da ist der Winkel deutlich steiler, das sperrt das dann bei den hohen Drehzahlen, dann geht er deutlich mehr durch der Narbe entlang. Die haben wir jetzt mal so gemittelt, dass wir bei 80.000 einen Punkt nehmen, ich glaube 180.000 und halt 0,0. Dann haben wir hier diese grüne Funktion, die halt quasi zwischen 80 und 180.000 den Mittelweg geht, also quasi dann vom Gehäuse zum Narbe hin. Das ist jetzt sicherlich auch keine korrekte Funktion, aber irgendwie in diesem Bereich muss dieser Massenstrom liegen. Sonst wäre einfach der Radialverdichter, den wir haben, schlecht ausgelegt, beziehungsweise es würde keinen Sinn ergeben. Wir wissen aber halt nicht wo. Das Problem ist, dass wir da schon um recht viele, ich glaube um 14% Abweichung haben. Und 14% Abweichung können hier in den Geschwindigkeiten extrem viel ausmachen. Das heißt, da müssen wir uns immer ein bisschen was überlegen. Aber prinzipiell ist das jetzt so den Zustand, den wir jetzt haben nach dem Impeller. Und von dem aus kann man dann zu anderen Zuständen übergehen. Dazu dann aber mehr im nächsten Video.